Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute gucken wir uns mal kurz den Shop von Church of Vinyl an und ich zeige euch eine weitere Platte, die ich von da habe. Und ja, die haben wir eben schon ganz kurz gesehen. Ich versuche da mal wieder hin zurückzugehen. Leider klappt es nicht. Wir warten kurz, bis es durchgelaufen ist. Also das ist die Hauptseite hier. Da haben wir diese coolen 3D-Logos. Das habe ich euch ja schon mal gezeigt. Und ja, bisher habe ich die Ace Frehley, die Doro, die seht ihr gerade hier, von da. Und ich habe zwei Overkill-Scheiben. Und hier seht ihr sie, Bloodletting. Und die gucken wir uns gleich, nachdem wir uns den Shop angeguckt haben, einmal an. Und ja, Shop seht ihr hier oben, einmal reinklicken und dann seid ihr im Shop von Church of Vinyl. Und da könnt ihr immer limitierte Varianten kriegen. Wir gucken uns hier einmal Bloodletting an. Warum zeige ich euch den Shop? Weil ja, es extrem geil ist, was man hier bekommt, weil die Cover sind besonders. Die kann man aufklappen und dann bildet sich immer so ein großes Bild. Ihr seht es hier. Das Ding gucken wir uns gleich an, deswegen gehe ich jetzt nicht in die Tiefe. Die sind immer limitiert. Es gibt Green, Red, Splatter Vinyl, Liquid. Liquid ist immer extrem schnell ausverkauft. Da gibt es auch nur 25 Copies von. Von den Farben gibt es dann jeweils, ihr seht es 175, die Splatter 100 Copies. Und ihr seht, es sind auch nicht mehr allzu viele verfügbar. Bei der Splatter nur noch 9, die Liquid sind ausverkauft, die grüne nur noch 51, hier unten seht ihr das, und die rote nur noch 68 Copies. Also wer da was haben möchte, ja, nicht allzu lange warten, weil irgendwann sind sie weg. Und da gibt es nämlich so einige Sachen und das musste ich gerade noch erledigen, bevor ich euch dieses Video hier zeige. Ich habe nämlich tatsächlich gerade die letzte von Paradise Lost gekauft. Wir geben das hier oben mal ein und ja, dann seht ihr hier Paradise Lost, Hallowed Land und jetzt steht hier Sold Out und das liegt daran, dass es nur noch eine gab und ich die gerade gekauft habe. Also sorry, edgy badgy an alle Paradise Lost Fans, die hier zugucken und sie haben wollten. Die letzte gehört mir. Da muss man sich selbst der Nächste sein und ja, ich habe zugeschlagen, ich liebe Paradise Lost und ich habe noch keine so eine richtige Shaped Vinyl, außer eine Picture Disc von Kiss, die so eine Interview Disc ist, aber sowas hier in der Form habe ich noch nicht und das Ding sieht echt geil aus, werde ich euch zeigen, wenn es angekommen ist. Preis ist jetzt nicht günstig für 2 Songs, aber es ist Forever Failure drauf, ein mega geiler Song und ja, das Ding sieht einfach geil aus und demnach habe ich da zugeschlagen, bevor es ausverkauft ist, weil bei Discogs und eBay sind die Preise schon recht üppig, das muss man mal ganz klar sagen. Was gibt es hier noch Schönes? Da haben wir zum Beispiel Tiamat, eine Band, die ich auch schon seit Jahrzehnten kenne und wo besonders der Song es mir sehr angetan hat. Whatever That Hurts ist, ja, finde ich ein mega geiler Song. Und wahrscheinlich der Song von Tiamat überhaupt. Da gibt es eine Picture Disc, auch in dieser Shaped-Version und leider ist sie ausverkauft. Ich hätte sie super gerne, bei eBay auch schon horrende Preise. Genau wie das Album dazu, Wild Honey. Ist jetzt nicht das Mega-Album, weil sehr viel Plinkel-Plankel drauf ist, was man eigentlich nicht braucht. Also viele Songs davon sind 3 gebrauchbar, sage ich mal, oder brauchbar so rum. Aber die Songs haben es dann auch wirklich in sich und sind richtig geil. Also ist eigentlich ein Kultalbum, was eigentlich gar nicht so viel beinhaltet, sagen wir es mal so. Viel drauf, aber auch viel langgezogener Instrumentalkram, muss man auch mal sagen. Aber trotzdem finde ich ein Kultalbum und es ist halt so, ja, Gothic Metal, wie soll man es nennen? Gothic Death Melodic Metal, irgendwie, keine Ahnung. In der Richtung. Auf jeden Fall sehr, sehr cool. Ja, Paradise Lost, was haben wir hier noch? Auch da habe ich leider zu spät die Chance gehabt und zu spät das Ganze hier überhaupt entdeckt. Deswegen zeige ich euch das mal, damit auch ihr vielleicht denkt, wow, kannte ich noch nicht, wie geil, was gibt's hier denn alles? Arch Enemy, auch die sieht optisch mega aus, auch ausverkauft. Vielleicht gibt es mal wieder irgendwann Auflagen davon, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das hier echt ein Kracher. Und da gibt es halt noch viel, viel mehr, was ihr entdecken könnt. Wenn ihr zum Beispiel hier reingeht, seht ihr hier die Bands. Und auch da, ich habe es ja erwähnt, Ace Frehley, die Trouble Walkin', die ich zu einem Bombenalbum von Ace zähle.
Da haben wir hier noch Blau verfügbar, 3 Copies, Green nur noch 8, Splatter ausverkauft, Liquid ausverkauft, Purple besitze ich nur noch 5 und Rot tatsächlich nur noch eine. Also das auch schon am Abnehmen. Ja, was haben wir hier noch? Avantasia, Beast, keine Ahnung, Belphegor, Benediction, Carcass, Cradle of Filth, Dark Funeral, Death Angel, Disaster, Destroyer 666, Destruction, Dimo Borgia, Doro, Exodus, Flotsam und Jetsam. Die erste Band ja damals, glaube ich, von dem ehemaligen Bassisten von Metallica, hier Jason Newsted, der für mich der Bassist von Metallica war, weil ich die Zeit komplett miterlebt habe. Gwar, absolut auch witzig. Hier eine Shaped Picture Disc. Auch da gibt es nur noch eine. Ich bin musikalisch nicht der große Fan von Gwar, das muss man ganz klar sagen. Aber ich habe sie zweimal live gesehen und wer das noch nicht gesehen hat, geht zum Gwar-Konzert. Das ist pure Unterhaltung und zieht euch was an, wo ihr dann wieder Farbe aus den Klamotten bekommt. Also ja, zieht euch regensicher an. Es ist sehr nass in so einem Konzert. Ja, Mayhem, Metal Church, Morgos, Napalm Death, auch ja extrem bekannt. Necrophobic Overkill gucken wir uns gleich an. Paradise Lost, Predimates, Queensryche, Samael, auch eine Band, die ich persönlich sehr, sehr cool finde. Was haben wir hier? Ceremony of Opposites. Ich glaube, das ist das Album, was ich auf CD besitze. Auch ein geiles Cover. Leider sold out, sonst hätte ich sie mir auch geholt. Sehr, sehr schönes Ding. Ja, und dann sind wir ja schon durch. Testament, Tiamat, Typo Negative, auch natürlich Kult. Sänger mittlerweile auch nicht mehr da. Sollten da noch die anderen Alben kommen, Oktober Rust und sowas, da wäre ich natürlich stark dran interessiert. Aber ja, das wollte ich euch nur mal kurz zeigen, bevor wir jetzt zur Platte übergehen von Overkill, Bloodletting. Die gucken wir uns nämlich jetzt an. So, da haben wir das schöne Stück Overkill Bloodletting. Ich verlinke euch außerdem alles in der Videobeschreibung, den Link zur Scheibe, den Link zum Shop von Church of Vinyl. Wer da Interesse dran hat, da rein möchte, ich habe da nichts von, es ist kein Affiliate-Link, also ihr könnt auch gerne einfach bei Google Church of Vinyl eingeben. Da seht ihr das, da haben wir den Sticker. Ich habe rotes Vinyl. Kommt in so einer wiederverschließbaren Hülle. Das Ganze ist wieder natürlich gesondert gepackt, damit hier auch nichts kaputt geht. Sehr, sehr schön. Wir bekommen eine nicht gefütterte Innenhülle. Da könnte man vielleicht noch eine Verbesserung machen, dass man gefütterte Innenhüllen nutzt. Ist jetzt ja preislich auch nicht so der Riesenunterschied. Dann haben wir hier das Cover und jetzt geht es wieder los. Ich zeige es euch. Da oben poppt dann wieder dieses Symbol raus, oder Symbol, dieses Cover. Was ist denn das eigentlich? Ein Totenkopf? Nee, ein Gesicht mit Totenkopf? Keine Ahnung. Sieht ein bisschen aus wie die Gladiatormaske. Auf jeden Fall sehr geiles Cover. Kann man nicht anders sagen. Das Ding ist ein Highlight. Da oben seht ihr noch so ein bisschen ausgeschnitten. Ja, ich liebe das einfach, dass diese Cover so auszuklappen sind und dann so ein großes Motiv hergeben. Ist auch geil, wenn man sich das vielleicht rahmt oder so. Das sieht schon echt edel aus. Wir bekommen natürlich auch eine bedruckte, schöne, dicke Innenhülle. Das ist auch kein Billigpapier oder so. Das ist richtig schön dickes Glanzpapier. Also glänzend, so leicht glänzend. Sehr, sehr nice. Und wenn wir natürlich hier wieder reingucken, seht ihr es vielleicht schon, das Ding ist wieder komplett von innen bedruckt. Also nicht einfach nur eine Papphülle, sondern das wird auch beidseitig bedruckt. Absolut geiles Ding. Gucken wir uns das Vinyl einmal an. Da bekommen wir hier natürlich das rote Vinyl und dann seht ihr schon da Overkill, Bloodletting und ja, Labels sogar unterschiedlich auf beiden Seiten. Auch sehr, sehr schön. Auch da wird nicht gespart, sondern ein bisschen das Ganze unterschiedlich gestaltet. Finde ich mega, mega gut. Also auf jeden Fall ein echtes Highlight. Wieder mal von Church of Vinyl. Wer auf sowas Bock hat, guckt da gerne vorbei. Es lohnt sich wirklich. Die Hüllen sind auch richtig dick gemacht. Wenn ihr euch hier mal den Buchrücken, wollte ich gerade sagen, den LP-Rücken anseht, das ist richtig dick.
schön gemacht, also wirklich tolle Cover, Qualität der Cover ist echt gut, da kann man nicht meckern. Sound der Platten auch völlig okay. Ja, ich kann hier nichts aussetzen. Ist rundum ein Top-Paket und ich hoffe auf coole Pressungen noch. Ich freue mich jetzt schon auf die Paradise Lost, die ich bekomme und ja, ich hoffe auf mehr coole Pressungen, die wir demnächst hoffentlich kriegen werden. Weil wenn ich das vorhin noch richtig gesehen habe, dann steht da irgendwas in den News. Ich weiß jetzt nicht, ob das ein alter Beitrag war oder ein neuer Beitrag, aber da stand was von zweiter Version von der Tiamat Wild Honey. Ich weiß jetzt nicht, ob das schon mal eine Version gab und dann eine Wiederauflage, aber sieht nicht so aus. Also da steht leider kein Datum dazu, deswegen hoffe ich, das ist ein neuer Beitrag. Dann würde die Tiamat nämlich vielleicht wiederkommen. Wäre natürlich geil, aber genaues weiß ich da leider nicht, ob das so ist. Ich werde auf jeden Fall ein Auge offen halten, weil da habe ich definitiv Interesse dran, die Tiamat Wild Honey nochmal in der geilen Version zu kriegen. Okay, lasst einen Daumen, ein Abo, einen Kommentar für das Video da. Ich würde mich sehr, sehr freuen. Und ja, schaut einfach mal vorbei, weil es ist ein echt cooler Shop mit geilen Versionen auf Vinyl. Es lohnt sich, da reinzugucken. Besonders für die Fans von den Bands, die es da gibt. Und ja, damit bin ich raus. Ach ja, das Wichtigste vergessen. Einen schönen Vatertag an alle, die es schon sind oder noch werden wollen. Ja, habt einen schönen Tag und habt ein schönes, hoffentlich langes Wochenende, wer morgen nicht los muss am Freitag. So wie ich, Gott sei Dank. Und keep on rockin'. Tschüss.